Jedes Mal, wenn du die Schuld auf andere schiebst, wirst du die Situation niemals verändern. Du wirst weiterhin in dieser Situation bleiben und immer mehr solcher Situationen anziehen. Ich möchte Alyssa Rushton in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Alyssa? Mir geht's super, freue mich hier zu sein. Und dir? Vielen Dank, dass du in die Show gekommen bist. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen, weil du diese wunderschöne Geschichte von Prüfungen und Schwierigkeiten im Überleben und Wiedergeburt und buchstäblich Leben und Tod alles in einem hast. Ich hoffe, dass dieses Gespräch Heilung bringt und Menschen inspiriert. Meine erste Frage an dich ist: Wie war dein Leben vor deiner Nahtoderfahrung? Ja, vor meinem Nahtoderlebnis hängt es davon ab, welchen Abschnitt wir betrachten. Wie du gesagt hast, ist meine Geschichte voller seltsamer Wendungen und verschiedener Ereignisse. Drogenabhängigkeit spielte eine Rolle. Mit 14 verließ ich mein Zuhause und brach die Schule ab. Es gab also diesen Teil, wo ich mein Leben selbst in die Hand nahm. Und dann, ziemlich bald kam ich in die Unternehmenswelt und war ein Verkaufstrainer für ein sehr großes Technologieunternehmen. Und ich war ein Unternehmensangestellter. Also hängt es davon ab, in welchem Abschnitt wir einsteigen. Aber größtenteils war mein inneres Leben gefüllt mit viel innerem Aufruhr und unverarbeitetem Trauma. Meine Bewältigungsstrategie damals bestand darin, mehr zu rauchen, mehr Wein zu trinken und mehr zu arbeiten. Wie können wir noch mehr arbeiten? Das fasst es irgendwie zusammen. Haben Sie vor Ihrer Nahtoderfahrung bereits mit Ihrer körperlichen Transformation begonnen? Sie waren übergewichtig und begannen dann, Gewicht zu verlieren, nachdem Sie beschlossen hatten, Ihr Leben zu ändern. War das vor oder nach der Nahtoderfahrung? Ja, also ich habe in der Unternehmenswelt gearbeitet und kürzlich eine Beförderung bekommen. Ich nenne es die Todeszelle, die graue Todeszelle. Ich weiß nicht, ob einer Ihrer Zuhörer jemals dort gearbeitet hat oder vielleicht gerade in der grauen Todeszelle arbeitet. Vielleicht hören Sie gerade zu. Im grauen Todeswürfel. Mein Gott, richtig? Wenn du das bist, ist das für dich. Also, ich war im grauen Todeskubus, hatte eine Beförderung bekommen und hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen. Doch es hat meine Seele ausgesaugt. Was begann, waren einige kleine Symptome, die ich mein ganzes Leben lang hatte. Verdauungsprobleme und so weiter, die wirklich groß wurden. Bis zu dem Punkt, an dem ich nicht anders konnte, als etwas zu tun. Tatsächlich erinnere ich mich an einen meiner ersten Tage nach dieser Beförderung, hörte zwei der Mädchen flüstern: Oh, denkst du, Alyssa ist magersüchtig? Ist sie bulimisch? Und sie reden über mich, weil ich so dünn war, weil ich nichts verdauen konnte. Meine Verdauung war so schrecklich. Ich wusste nicht, dass ich glutenintolerant war. Ich wusste nicht, dass ich all diese Dinge aß, die ich nicht essen sollte. Ich wusste nicht, dass Rauchen schlecht für dich ist, außer dass es schlecht für die Lungen ist. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es sonstige Auswirkungen auf den Körper hatte. Also, ich wurde immer kränker bis zu dem Punkt, an dem ich einige Ärzte aufsuchen musste und diese Reise des Übergebens meiner Gesundheit an jemand anderen, der ich dachte, viel mehr über meinen Körper wusste als ich. Und ich begann mit der Medikamentenschiene. So nach dem Motto: Dieses Medikament wird dieses Leiden heilen und jenes Medikament wird jenes Leiden heilen. Und ehe ich mich versah, hatte ich eine lange Liste von Autoimmunerkrankungen, MS, Autoimmunarthritis, Lyme-Borreliose, die Liste, chronische Müdigkeit, Fibromyalgie. Die Liste ging immer weiter und weiter und weiter und Reizdarmsyndrom. Es war einfach so viel Zöliakie. Also begannen wir, es zu medikamentieren. Und ich landete bei einem Arzt, der meinte, wir müssen das, was in dir ist, abtöten. So bekam ich ein IV-Protokoll, ein Katheter wurde gelegt und 3 Jahre lang war ich Medikamente täglich, im Grunde 3-Stunden-Blöcke pro Tag. Doch musste ich die Unternehmenswelt verlassen. Ich wurde so krank, nahm durch den Medikamentencocktail viel Gewicht zu. Richtig?
Von 95 Pfund auf 190 Pfund in kurzer Zeit, da sie mich auf Steroide setzten. Und ich sage dir, nichts lässt dich 4 Pints Ben Jerry's so sehr begehren wie Steroide. Ich war auch dort. Es klingt im Grunde wie ein Füllhorn an Pharmazeutika. Ja, du warst einfach perfekt jung. Wir könnten sie jahrelang auf diesen Medikamenten halten, bevor sie stirbt. Und wir könnten viel Geld mit diesem Körper verdienen. Was ich damals nicht realisierte, war, dass ich immer kränker und kränker und kränker wurde. Und ich dachte, oh, ich werde einfach immer kränker und kränker und kränker. Und ich dachte immer, ich werde wahrscheinlich nicht 30. Diesen Gedanken hatte ich schon, seit ich jung war. Und tatsächlich war meine Nahtoderfahrung, als ich 30 war. Und so dachte ich einfach, naja, das war's. Ich sterbe. Und so ist es eben. Ich habe nicht erkannt, dass es die Medizin war, die mich tatsächlich umbrachte. Sie schädigte meinen Körper wirklich. In Ordnung. Du erlebst das Schreckliche, oh mein Gott, ich kann es mir nicht vorstellen. 3 Jahre mit dem IFIU und all den Medikamenten. Es wirkt so überwältigend. Was ist an dem Tag passiert, als du deine Nahtoderfahrung hattest? Als du gestorben bist, meine Liebe? Ja, zuerst einmal sage ich immer, weißt du, weil die Leute viele Gedanken darüber haben. Weißt du, ich möchte nicht, dass jemand vor seiner Zeit stirbt, aber eigentlich glaube ich, dass man nicht vor seiner Zeit sterben kann. Aber wenn du es tust, oh mein Gott, Alex, es ist das Seelenerweiterndste, was du jemals tun wirst. Es ist wie eine Wiedergeburt und Wiederauferstehung in so immense Liebe und Bewusstsein. Ich kann es nicht genug empfehlen. Aber bitte tun Sie es nicht vor Ihrer Zeit. Alle Zuhörer, als Hinweis, bitte bleiben Sie bis zum Ende. Mach es nicht, weil ich darüber sprechen kann, weil ich es vor meiner Zeit gemacht habe. Nachdem ich das Gottesbewusstsein erreicht hatte, ging ich an einen anderen Ort, wohin man geht, wenn man es vor seiner Zeit tut. Und man will dort eigentlich nicht sein. Also, wir werden gleich darüber sprechen, okay? Was ist an diesem Tag passiert? An dem Tag, an dem ich tatsächlich gestorben bin, hatte ich den ganzen Tag Infusionen bekommen und einige zusätzliche Medikamentencocktails erhalten, da ich auf eines der Hauptmedikamente reagiert hatte. Als ich nach Hause kam, war ich in der End-of-Life-Schmerztherapie. Denken Sie an Fentanyl-Lutscher, die Sie Krebspatienten geben, richtig? Ich hatte Etiketten überall in meinem Haus, die besagten, wenn Sie ein Betreuer sind, berühren Sie diese nicht, weil es sie töten kann. Das sind also Dinge, die Sie nur Menschen geben, die sowieso sterben werden, weil man während der Einnahme sterben könnte. Also hatte ich an diesem Tag einen zusätzlichen Lutscher und es war am Ende einfach zu viel für mich, als ich in dieser Nacht schlafen ging. Ich erinnere mich nicht daran, das getan zu haben, aber ich stand auf und hatte Schwierigkeiten und ging ins Badezimmer. Übrigens, wenn du sterben willst, mach es auf der Toilette. Es ist ideal dafür. Ich meine, Elvis tat es. Einfach so ein einfacher Ort. Also ging ich ins Badezimmer und mein Mann, ich war damals verheiratet. Ich bin nicht mehr verheiratet, aber er fand mich auf der Toilette tot. Er dachte, ich hätte einen schweren Schlaganfall gehabt, weil mein Gesicht schlaff war, meine Lippen blau und meine Nägel blau waren. Also währenddessen zurück auf der Erde, oben im Kosmos. Ich schwebte im göttlichen Bewusstsein. Ich durfte Galaxien und Universen erkunden und verstehen, wie das ganze Ding gemacht und geformt ist. Ich verstand Quantenphysik. Ich verstand heilige Geometrie und Mathematik, die ich jetzt auf keine Weise kennen kann, richtig? Und ich durfte all das bezeugen und sehen, plus in so tiefem Glück und Liebe gebadet werden. Und ich sage immer, es ist das Physischste, was ich je ohne einen Körper getan habe. Also, als du gestorben bist, was hast du als erstes gesehen? Das ist lustig, weil man hört von Nahtoderfahrungen, bei denen Leute erzählen, dass sie aus ihrem Körper herausgezogen werden und all das. Ich habe das komplett zu 100% übersprungen und ich denke, das liegt daran, dass ich an einer massiven Drogenüberdosis gestorben bin, richtig? Also gab es ein Bewusstseinsniveau, das ich nicht hatte. Ich denke, wenn ich wach gewesen wäre, hätte ich den Körper gesehen. Das habe ich nicht gesehen.
Ich kam an den Ort. Das ist Gottesbewusstsein, was ich Gottesbewusstsein nenne, oder vielleicht nennen es manche Menschen Monadenbewusstsein. Der beste Weg, wie ich das beschreiben kann, ist, wenn du dir vorstellen kannst, Alex, ein Fernsehbildschirm. Hast du jemals eine dieser Überwachungskameras gesehen, die gleichzeitig tausende Dinge überwachen? Es war so, aber auch nicht so. Ich konnte mein Bewusstsein an über einer Milliarde verschiedener Orte gleichzeitig fokussieren. Und wenn ich etwas Interessantes sah, konnte ich mein Bewusstsein an mehreren Orten gleichzeitig bündeln. Und das Coole war, dass ich tatsächlich in das hineingehen konnte und es fühlte. Wie ein Gummiband, das mein Bewusstsein hineinzieht. Es war Bewegung, es war Bewegung, es war Bewusstsein in Form, aber ohne Körperlichkeit. Got it. Springst du im Bewusstsein herum? Dir ist klar, dass du zu diesem Zeitpunkt tot bist, oder? Völlig bewusst, dass ich tot bin. Also bist du dir dessen völlig bewusst? Siehst du niemanden oder hörst du sonst nichts? Nein, ich habe keine Freunde oder Verwandten gesehen. Das ergibt Sinn, da ich keine verstorbenen Freunde oder Verwandten habe. Das macht Sinn, du warst jung. Ja, du warst jung, klar. Ja. Ich bin 30, also habe ich niemanden, der mich begrüßen würde, so nach dem Motto, oh, du bist es. Und eine meiner Theorien über Nahtoderfahrungen ist, dass das Bewusstsein, das du beim Sterben hast, das Erste ist, was du erlebst. Genau. Man kann allen Nahtoderfahrungen zuhören und die Erlebnisse aller hören. Ähnlich, aber unterschiedlich. Die Leute sehen verschiedene Dinge. Also denke ich, welches Bewusstsein du über den Tod hast, das nimmst du mit und bringst es mit dir. Und so für mich sah ich keine Menschen. Ich fühlte mich umhüllt. Ich spürte, dass ich tatsächlich in das Gottesbewusstsein oder Monadenbewusstsein auf meinem aktuellen Niveau eingetaucht war, schwebte durch das Universum und lernte und sah. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen, als du dachtest, oh, das will ich mir ansehen? Wohin bist du gegangen? Welche Orte waren das? Ja, einiges davon ist wirklich schwer zu beschreiben, da es andere Galaxien und Planeten waren, für die uns die Worte fehlen. In Ordnung. Ein Teil davon war so, dass ich heilige Geometrie sah und wie sie mathematisch geformt wurde und wie das Bewusstsein aus dem Licht herabkam und dann die heilige Geometrie bildete und dann Form annahm, Form. Also ich sah das alles. Ich erkundete nahe und ferne Universen und dann manchmal sah ich diese Person, die meine Aufmerksamkeit erregte und wollte, in ihre Erfahrung eintauchen oder ein Tier sehen. Und das Seltsame ist, ich konnte alles gleichzeitig tun. Das habe ich gehört. Es gibt die Theorie der multiplen Lebensreihen, dass man mehrere Leben gleichzeitig lebt, dass eine Seele mehrere Spiele, wenn man so will, gleichzeitig spielen kann. Dieses Konzept ergibt für mich Sinn. Okay, also. An diesem Punkt springst du durch das Universum. Du hast eine gute Zeit. Klingt so, als wärst du im göttlichen Bewusstsein. Du bist in voller Liebe. An welchem Punkt fragst du dich, okay, das ist großartig, aber wo bin ich? Was mache ich? Wohin gehe ich? Wo ist mein Bot? Hast du eine dieser Fragen? Also, was interessant ist, ich sah diesen einen Ort, den ich erkunden wollte. Und es war die Erde. Ich fühlte mich wirklich davon angezogen. Also gehe ich runter, erkunde die Erde. Plötzlich, anstatt im Gottbewusstsein zu sein, bin ich auf der Erde. Ich bin hier. Ich bin zurück auf der Erde und realisiere, ich bin hier. Ich, Alyssa, diese Alyssa, weil da oben war ich übrigens nicht Alyssa. Ich war Bewusstsein. Ich war nicht die ich-mäßige Person, die ich jetzt bin. Jetzt bin ich wieder auf der Erde. Ich bin Alyssa. Ich schaue nach unten und merke, oh, ich habe hier keinen Körper, aber ich bin hier im Bewusstsein. Und dann schaue ich mich um und ich sehe, alles sieht ziemlich gleich aus, außer dass der Himmel olivgrün ist. Und irgendwie so ein olivgrünes Tarnfarbengrün. Und ich dachte, naja, ich werde mal meinen Ex-Freund von damals, als ich 14 war, besuchen. Also bin ich sofort zu seinem Haus gesprungen. Übrigens, ich hatte seit Jahren keinen Kontakt mehr mit ihm,
Aber ich bin zu diesem Haus gesprungen, von dem ich nie wusste, dass er dort wohnt. Aber ich sah ihn deutlich in seiner Eigentumswohnung und ich sah genau, wie es dort aussah. Und ich hing irgendwie um ihn herum. Er rauchte und trank und es fühlte sich sehr beruhigend für mich an. Und so tat ich es. Ich sprang einfach von Person zu Person, die ich kannte und die Drogen- und Alkoholabhängigkeit hatten. Und ich wusste nie wirklich, was das war, bis Jahre später. Ich las ein Buch von Arienta und ich lese dieses Buch und Alex. Ich denke, oh mein Gott, diese Frau beschreibt genau meine Erfahrung, weil ich mich immer über diese Erfahrung gewundert habe. Sie sagte, dass dies ein Ort ist, an den Menschen nach traumatischen Todesfällen, Selbstmorden und Drogenüberdosierungen gehen. Und es ist ein heilender Ort. Genauso fühlte es sich für mich an. Ich hatte das Gefühl, eine tiefe Heilung zu erfahren und bewegte mich von Person zu Person. Während ich dort war, kam ein Gruppenbewusstsein zu mir und sagte, hey, dies wird ein sehr heilender Ort für dich sein und du kannst hier bleiben, aber du kannst nicht im Erlöserkörper zurückkommen. Wenn du dich entscheidest, im Erlöserkörper zurückzukommen, wird es die außergewöhnlichste Menge an harter Arbeit sein, der du je begegnet bist, aber es wird sich lohnen. Und als ich dachte, dass ich zurückkommen würde, wurde ich in diesem Moment zurück in meinen Körper geschleudert. Es fühlte sich an, als würde mich jemand von einem 1000 Fuß hohen Gebäude fallen lassen und auf Beton schlagen, bevor ich meinen Körper mit einem dumpfen Schlag traf. Dann schnappte ich nach Luft und die Sanitäter waren da. Jetzt bin ich in meinem Badezimmer. Ich habe 20 Sanitäter in meinem Badezimmer. Mein Mann kniet neben mir und sie stellen mir Fragen, die ich nicht verstehe. Wow. An diesem Punkt bist du also zurück. Und du gehst ins Krankenhaus. Verarbeiten sie das? Wie verarbeiten sie das? Hier zurück? Ja, zurück zum Umschlag im Krankenhaus. Sie haben mir Narcan gegeben. Hier stehe ich, ein totaler, verschreibungspflichtiger Drogenabhängiger. Meine Beine zucken. Alles gerät außer Kontrolle. Mit einem Rollator bewege ich mich vorwärts. Mein Mann schaut mich an, als würde er denken, mein Gott, ich wusste nicht, dass du dich so bewegen kannst. In diesem Moment wurde mir klar, dass das, was ich tue oder getan habe, mich umbringt. Das, was ich tue, bringt mich um. Das war mein großer, riesiger Weckruf. Also habe ich es in einem Augenblick verstanden. Der Schmerz. Unterschied zwischen dem Sein in Gottes Bewusstsein, eingehüllt in Unmengen von Liebe und Glückseligkeit und einfach. Das Gefühl der Köstlichkeit des Physischen. Es ist ein sehr körperliches Gefühl von Glückseligkeit und Liebe, das ich dir nicht beschreiben kann. Es ist, als würde man das engste Ding, das man je getragen hat, ausziehen und sich einfach ausgedehnt fühlen. Richtig. Zurückzukehren in den extremen Schmerz des Körpers. War sehr schwer, aber ich wusste in diesem Moment, dass ich eine Veränderung vornehmen musste. Die nächsten 5 Jahre meines Lebens habe ich mich darauf konzentriert, die Erfahrung des Sterbens zu integrieren, mich von allen Drogen zu befreien und meinen Weg zu finden. Es war mein Moment des Zerbrechens, bei dem meine Vase in 1000 Stücke zerbrach. Dann verbrachte ich die nächsten 5 Jahre damit, die Stücke wieder zusammenzukleben. Im Grunde genommen War eine Dekonstruktion deiner selbst. Ja, du musstest im Grunde auseinandergerissen werden und dann musstest du dich langsam wieder zusammensetzen. Als du zurückkamst, hast du dann allen von deiner Nahtoderfahrung erzählt oder es für dich behalten? Wie war es, als du schließlich damit an die Öffentlichkeit gingst? Ja, es ist interessant. Damals musste ich es nur meinem Arzt, meinem Team und meinem Mann sagen. Meine Eltern waren nicht wirklich involviert. Sie waren selten da und ich wollte sie nicht beunruhigen, indem ich sagte, übrigens, ich bin gerade gestorben. Nur für eine kurze Zeit. Nur ein bisschen, es war nicht so schlimm. Nein, richtig. Wie Billy Kristen sagen würde, nur teilweise tot. Richtig. Teilweise tot, ein toller Film. Richtig? Also, ich habe es niemandem erzählt, außer meinem Ärzteteam. Mein ganzes Ärzteteam wusste, was sie gesagt haben. Nun, das ist ein ganz anderes Gespräch. Aber es war ein großer Fehler, oder? Es war ein großer Fehler.
Leider hat dieser Arzt im selben Jahr 3 Menschen durch medizinische Überdosierungen getötet. Okay, wenn du von deinem medizinischen Team sprichst, meinst du nicht das Team, das dich gerettet hat. Du meinst das Team, das all die Jahre um dich herum war und all diese Sachen mit dir gemacht hat. Ja, verstanden. Also wusste sie davon. Und ich bin erleichtert, dass ich nicht alle getötet habe. Nun, ganz tot. Teilweise tot. Okay. Ich freue mich, dass wir jetzt darüber lachen können. Stimmt. Kannst du kurz darüber sprechen, wie es war, nach 5 Jahren zurückzukommen? Es scheint, als hättest du viel Trauma erlebt. Du hast viele Kämpfe und Schmerzen durchgemacht und hast dich selbst betäubt mit Drogen, Alkohol und Medikamenten, um den Schmerz zu lindern. Dann kam der Weckruf und die Entscheidung, zurückzukehren. Als du dann zurück warst, wusstest du, dass viel Arbeit auf dich wartete. Können Sie ein wenig darüber sprechen für die Zuhörer? Ich bin sicher, dass viele Menschen zuhören, die zwar nicht dasselbe durchgemacht haben wie Sie, aber dennoch viel Trauma und Schmerz erlebt haben und versuchen, es zu überwinden. Ja, ich denke, du hast recht, es ist sehr traumatisch, einfach nur ein Mensch auf diesem Planeten zu sein. Was ich gelernt habe, als ich dort oben war und hierher zurückkam, ist, dass es traumatisch ist, auf diesem Planeten zu sein. Wir tragen Trauma in uns, auch meine Familie, mit Sucht und all dem Zeug. Ich dachte nur, naja, so ist es eben. Wir betäuben es einfach. Wir werfen etwas Dreck darauf, wir vergraben das Zeug tief, häufen es an. Wir fühlen es nicht, egal was wir tun. Also ja, zu deinem Punkt. Ich verbrachte die nächsten 5 Jahre damit, die Person abzulegen, die nicht fühlen konnte oder nicht bereit war, das Unangenehme zu fühlen. Also, als du mich gefragt hast, was ich getan habe, habe ich alles gemacht. Ich habe das Buch darüber geworfen. Ich bin so etwas wie ein klassischer Überflieger, in dem Sinne, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Also fühlte ich mich einfach berufen, Dinge zu tun. Und das Erste, was ich tatsächlich tat, war, dass ich anfing, mich mit Schallfrequenzen zu beschäftigen, weil ich auf der anderen Seite riesige epische Downloads über Quantenphysik, Schallfrequenzen und deren Heilfähigkeiten erhielt. Also begann ich zu recherchieren und stieß auf Kelly Howell. Tatsächlich weiß ich nicht, ob du sie jemals interviewt hast. Sie ist großartig. Sie ist eine Meditationslehrerin und eine Mentorin von mir und ich begann ihren Meditationen zuzuhören. Du musst dir vorstellen, ich wiege 240 Pfund, benutze einen Rollator, um mich fortzubewegen und trage Windeln. Ich konnte nicht einfach aufstehen und herumlaufen. Also lag ich buchstäblich in den ersten Monaten nur im Bett, hörte diese Heilmeditation und stellte mir vor, dass ich laufen und mich bewegen konnte. Und ich erinnere mich, wie ich mich mit meinem Rollator herausforderte, nur von meiner Einfahrt bis zum Ende meiner Einfahrt zu gehen. Und jede Woche ging ich ein Stück weiter und weiter. Und ich hatte eine liebe Freundin, die mir dabei half und mich herausforderte. Und während ich es tat, sagte ich mir, meine Beine fühlen sich großartig an. Meine Beine fühlen sich großartig an, denn es fühlte sich an, als wären sie amputierte Stümpfe. Der Schmerz war unerträglich, als würde ich auf rohen Nerven laufen. Also musste ich mein Denken neu justieren, als ich die Schmerzmittel absetzte und mich davon löste. Mein Arzt wollte mich weiterhin medikamentös behandeln. Insgeheim habe ich mich jedoch zurückgezogen und geschnitten, ohne es jemandem zu sagen, aus Angst vor Ablehnung, weil ich wusste, dass das die Philosophie war, dass mehr Medikamente immer besser sind. Also ja, ich begann mit der Umprogrammierungsarbeit, ich meditierte, bewegte meinen Körper und da fing ich an. Und dann schließlich, als ich mich stark genug fühlte, um das Haus zu verlassen und mehr unter Menschen zu sein, habe ich mich für ein 6-wöchiges ambulantes Depressionsprogramm angemeldet. Behandlungsprogramm, bei dem man sich mit den Dingen auseinandersetzt. Ich glaube, Debbie Ford leitete die Arbeit, bei der wir über unsere Traumata schrieben und viel Vergebungsarbeit leisteten. So begann ich meinen Weg. Ich machte Akupunktur und engagierte einen Gesundheitscoach. Eine der bedeutendsten Dinge für mich war das Gespräch mit einem Ernährungsberater neben der mentalen und Gehirnumstrukturierung.
und sie fragte mich, ob ich vielleicht glutenintolerant sein könnte. Ich antwortete, oh nein, ich habe immer Gluten, Brot und Milchprodukte gegessen und vertrage sie gut. Sie schlug vor, es für 14 Tage zu testen. Ich erinnere mich, dass sie Shelley hieß und dieses magische Funkeln in ihren Augen hatte. Obwohl älter als ich, strahlte sie Vitalität, Schönheit und Jugendlichkeit aus. Und ich dachte, was auch immer sie hat, das will ich und ich bin bereit, alles dafür zu tun. Also würde ich einfach alles tun, was Shelley mir sagte, weil ich in diesem Moment spüren konnte, dass es wahrhaftig war. Ich konnte fühlen, dass es im Einklang war. Ich konnte es in meinem Körper fühlen. Ich lernte endlich wieder meinen Körper zu spüren, richtig? Und weil ich aufgehört hatte, mich zu betäuben, konnte ich fühlen, wann mich etwas entzündete. Ich konnte fühlen, wann ein Lebensmittel meine Gelenke mehr schmerzen ließ. Also begann ich, meine Ernährung zu entwirren. Und jetzt ist es etwa 2010, 2011. Ich bin 2005 gestorben und ich fing wirklich an, mich gut zu fühlen. Ich hatte das ganze Gewicht verloren. Ich war wieder auf 125 Pfund, mein normales Kampfgewicht. Und ich fing an, mich wirklich gut zu fühlen. Aber Mann, es war eine lange Reise und viele Tiefs. Und es ging nicht immer bergauf. Ich meine, es gab Tage, an denen ich das Gefühl hatte, ich will sterben. Ich bin so unglücklich, innerlich. Ich habe so viel Trauma, das ich nie verarbeitet habe. Stimmt. Also, als du deine Reise durchgemacht hast, klingt es so, als wärst du körperlich schneller, besser geworden als innerlich. Es fühlt sich so an, als würde ich körperlich einen Schub bekommen und dann ein Auf und Ab im Geistigen. Es war eine Welle. Es war nie so, dass alles synchron lief. Es waren Wellen von beidem und es war 2 Schritte vorwärts, 5 Schritte zurück. Manchmal war es ein großer Sprung nach vorne und dann ein kleiner Rückschritt. Und was ich an meiner Reise liebe, ist, dass ich es nicht als schnelles 30-Tage-Ding gemacht habe, dass ich einfach durchziehe. Ich musste alle Teile meiner Persönlichkeit ablegen und eine neue formen, neues gesundes Verhalten, gesunde Bewältigungsmechanismen, die jetzt wunderschön sind, weil ich anderen helfen kann zu verstehen, dass sie das auch können. Und was ich den Leuten immer sage ist, schaut, es gibt nichts Besonderes an mir, richtig? Ich komme nicht aus einer coolen Familie. Wir sind völlig durchschnittlich, ganz normale Leute. Ich habe keine besonderen Gaben, Fähigkeiten oder Talente. Ich bin ein normaler Mensch. Wenn ich also von den Tiefen der Krankheit und mentalen Unzufriedenheit zu dem Punkt kommen kann, an dem ich jetzt bin, kann es jeder schaffen. Es ist möglich. Während ihrer Reise nach der Nahtoderfahrung haben sie begonnen, tiefer in ihre Spiritualität einzutauchen. Wie war ihre Spiritualität vorher? Gab es religiöse Überzeugungen, die sich verändert haben? Wie kam es dazu und wie hat sich das auf sie ausgewirkt? Total großartige Frage. Also, ich bin in der eher christlichen Kirche aufgewachsen. Und tatsächlich gingen meine Mutter und ich als Kind auf große Missionsreisen in fremde Länder. Als wir nach Thailand reisten, erinnere ich mich, wie der Pastor betonte, dass es wichtig sei, diesen Menschen zu helfen, an Jesus zu glauben, da sie sonst in die Hölle kommen würden. Ich erinnere mich, dass ich dachte, das ist Quatsch. Hier bin ich mit diesen wunderbaren Menschen, die von innen heraus strahlen. Sie sind, oh, die freundlichsten, magischsten Menschen, die ich je getroffen habe. Er sagt mir, dass sie in die Hölle kommen. Ich habe ihn darauf angesprochen und gesagt, wirklich, Pastor, das kann ich nicht glauben. Er meinte, oh nein, es ist wahr. Mit 12 sagte ich, oh, das ist nicht richtig. Und das war der Moment, in dem ich mich von meiner Religion abwenden musste, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Es war ein solcher Bruch, ein kognitiver, dissonanter Bruch mit einer Realität, die ich nicht glauben konnte, dass diese Menschen, und ich weigerte mich, an einen Gott zu glauben, der Menschen dorthin schicken würde, weil sie. Das Pech hatten, in Thailand geboren zu sein und nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, du wusstest es nicht einmal. Und dann ist die Frage, naja, wenn du nichts von Jesus wusstest, habe ich vergessen. Ich glaube, es war einmal ein Buddhist, der sagte, wenn ich nichts von Jesus weiß, würde ich trotzdem in die Hölle kommen. Dann sagte wohl ein Missionar, nein, wenn du nichts von ihm weißt, dann müsstest du nicht in die Hölle. Es ist wie, warum hast du es mir dann erzählt?
Oh mein Gott, ich liebe das. Ich dachte, warum hast du es mir erzählt? Jetzt muss ich in die Hölle. Fabelhaft, oder? Ein mentales Kunststück. An diesem Punkt brach es für mich zusammen, aber ich glaubte immer noch an eine höhere Macht. Ich glaubte immer noch. Doch während meines Gesundheitschaos, wie ich es nenne, hörte ich auf zu glauben. Ich konnte nicht glauben, dass ich das durchmachen musste. Aber dann, als ich offensichtlich hinauf und hinaus ging und meine Nahtoderfahrung hatte, wusste ich sicher, dass es ein Bewusstsein gibt, das alles umgibt, alles informiert, alles durchdringt. Also, ich glaubte total. Und tatsächlich begann ich mich für Quantenphysik zu interessieren. Ich begann so viel wie möglich zu lernen. Ich versuchte mit all der Mathematik zurückzukommen. Das blieb nicht hängen, was schade ist. Aber ja, ich begann tief einzutauchen. Ich begann zu den spirituellen Wurzeln zurückzukehren, im Gegensatz zu den von Menschen geschaffenen religiösen Wurzeln. Und meine Ansichten änderten sich letztlich nicht allzu sehr, weil ich nie an diesen launischen Gott geglaubt habe, der diese segnet und jene nicht und diese weiterschickt und jene an einen schlimmeren Ort verdammt. Meine Sicht auf das Universum wurde viel weiter und jetzt ist es so, dass meine aktuelle Theorie ist, dass, obwohl ich ein Nahtoderlebnis hatte und obwohl ich mehr Bewusstsein erfahren habe als viele Menschen vor ihrem Tod, war das nicht das Ende. Ich konnte sehen, dass es noch so viel mehr zu lernen und zu wissen gibt. Und in dem Moment, in dem ich denke, dass ich etwas weiß, ist der Moment, in dem ich weiß, dass ich falsch liege. Sehr wahr, sehr wahr. Nun, aus deiner Perspektive, du hast so viel in deinem Leben durchgemacht und offensichtlich viel Schmerz, Leid, Trauma. Und es gibt Menschen, die gerade jetzt zuhören und das auch durchmachen. Und ich möchte aus deiner Sicht hören, warum müssen wir das durchmachen? Warum kommen wir hierher? Was ist der Sinn? Deine Meinung dazu? Ja, also aus meiner Sicht kommen wir hierher aus ein paar Gründen. Erstens, ich glaube, dass wir an mehreren Orten gleichzeitig sind. Und ich denke, dass ein Teil dieser Reise hier in menschlicher Form darin besteht, ein paar Dinge als Seele zu verlernen, die vielleicht in die größere Erfahrung eingeflochten wurden. Bedeutet das, wenn wir hierher kommen und uns mit dem Trauma auseinandersetzen, auf der anderen Seite? Das informiert auch die andere Seite. Meine aktuelle Theorie ist, dass wir hierher kommen, um Lektionen zu lernen. Aber auch diese Lektionen informieren das Bewusstsein oben. Es ist also eine wechselseitige Straße. Es ist nicht nur eine einseitige Sache, die hier passiert. Es informiert das Bewusstsein. Es erweitert das Bewusstsein. Mein Gefühl, als ich auf der anderen Seite war, dass ich hoffe, ich kann das gut artikulieren, dass das Gottesbewusstsein, der göttliche Schöpfer, das Bewusstsein, der Urschöpfer, wie auch immer du es nennen willst, es will vollständig präsent sein, in und durch dich, was bedeutet, dass es will eine zweiseitige Sache sein. Also ja, es gibt das Alex-Bewusstsein, aber Alex weiß, dass Alex ein göttlicher Schöpfer ist und du handelst immer als solcher und es gibt dieses Verlangen. Und hier auf der Erde sind viele von uns noch nicht an dem Punkt, wo wir das konsequent 100% der Zeit tun können. Also denke ich, es geht weniger um die menschliche Erfahrung hier und mehr darum, ob das göttliche Bewusstsein durch dich hindurchkommen kann und sich die ganze Zeit als göttliches Bewusstsein halten kann, ohne unbewusst zu werden. Das ist ein sehr interessanter Standpunkt. Mir gefällt er. Es ist mein derzeitiges, könnte ändern. Ja, genau, nein. Wieder aus meiner Perspektive, aus Gesprächen mit vielen Menschen über diese Themen aus verschiedenen Lebensbereichen. Es kommt immer wieder, dieses Thema, dieser Trend, den ich immer wieder sehe, ist, dass der Körper so schwer ist, wie du gesagt hast. Es ist wie ein großer, riesiger Mantel, ein sehr dicker, dicker Mantel und es ist schwierig, sich überhaupt darin zu bewegen. Und das Gehirn ist auch eine Art von Schwere auf deinem Bewusstsein. Aber wenn du in der Lage bist, das zu trennen oder zu beruhigen, wirst du weiter. Dein Bewusstsein wird weiter. Daher Meditation, Psilocybin, Psychedelika, sie nehmen dich offline. Nicht hoch, sondern wirklich offline.
So erhältst du Zugang zu Dingen, die du brauchst. Oder stirbst. Eine andere Art, offline zu gehen. Und du wirst in das Hauptsystem des Universums eingeklinkt, wenn du so willst, und hast Zugang zu all dem. Aber während du hier bist, vergisst du alles. Und es ist deine Aufgabe, dich irgendwie daran zu erinnern, Gottes Bewusstsein durch dich hindurchfließen zu lassen und dort zu bleiben, ohne bewusstlos zu werden. Das ist eine Fähigkeit, aber du musst deine Schwingung so weit erhöhen, dass sie halten kann. Ergibt Sinn. Ja, genau, das sage ich immer wieder. Genau. Also, Sie sprechen in Ihrer Arbeit auch über die Opferrolle. Wie haben Sie es geschafft, aus der Opferrolle auszubrechen? Ich habe im Laufe der Zeit Menschen getroffen, die in dieser Rolle stecken. Ich bin sicher, dass ich selbst hier und da diese Rolle gespielt habe. Aber so viele von uns leben in der Opferrolle. Was können wir tun, um uns davon zu befreien? Ja, das ist einer der schwierigen Teile, denn im Opfermodus zu sein, ohne es zu erkennen, ist eine Herausforderung. Wenn dir dann jemand sagt, dass du im Opfermodus bist, nutzt du es oft als Rechtfertigung, noch mehr Opfer zu bringen. Es ist wirklich schwierig. Ich denke, ein Teil des Erwachensprozesses besteht darin, ein höheres Bewusstsein zu erreichen und einen Wendepunkt zu erleben, an dem du nicht mehr so weiterleben möchtest wie bisher. Und ich verstehe, dass es eine andere Art gibt, mein Leben zu leben, die von mir verlangt, 100% Verantwortung für alles zu übernehmen, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Das ist schwer, besonders wenn man Opfer von Missbrauch jeglicher Art ist, was ich war. Ich bin ein Entführungsüberlebender. Ja, ich weiß. Also, die Sache ist die, man muss anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Was ich also sagen würde ist, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben nicht gut für dich läuft, wenn du das Gefühl hast, dass du nie eine Pause bekommst und meist abwesend bist, statt in der Magie- und Wundenzone zu leben, wo sich dein Leben erstaunlich anfühlt, bist du wahrscheinlich im Opfermodus. Der einzige Weg, diesen zu verlassen, ist, die Verantwortung zu übernehmen. Wenn du die Verantwortung für die Heilung deines Lebens übernimmst, kann sich alles ändern. Wenn du weiterhin anderen die Schuld gibst, wirst du in dieser Situation verharren und mehr Situationen anziehen, um dir Recht zu geben. Das Universum bestätigt deine Überzeugungen, ob du es magst oder nicht. Was auch immer du glaubst, erlebst du immer wieder, um hoffentlich deine Überzeugungen zu ändern. Genau. Wir formen unsere Existenz und Realität. Ich denke schon. Ich habe es bei anderen Menschen gesehen. Sie denken einfach, oh, das wird passieren. Schlechte Dinge passieren, schlechte Dinge passieren, schlechte Dinge passieren. Andere sagen, nein, bei mir läuft alles gut oder das wird großartig funktionieren und es funktioniert großartig. Es ist interessant, Menschen und ihre Erfahrungen zu betrachten, weil es sehr wahr ist. Aber ich liebe, was du gesagt hast. Wenn man jemandem sagt, dass er im Opfermodus ist, benutzt er das als Ausrede, um noch tiefer in den Opfermodus zu gehen. Also, was hast du gebraucht? War es die ganze Erfahrung, die dich aus dem Opfermodus herausgeholt hat, oder gab es etwas, eine Technik oder so, das du gefunden hast und dachtest, oh Mann, ich spiele das Opfer. Ich muss da raus. Ja, tatsächlich sagte mir jemand, dass ich im Opfermodus bin. Bist du tiefer gegangen? Ich ging tiefer in die Opferrolle. Ich dachte, ich kann es nicht fassen, die Dreistigkeit, mir zu sagen, ich sei hier. Aber dann wurde mir klar, dass das, was sie sagen, tatsächlich wahr ist. Tatsächlich ist das, was sie mir gerade gesagt haben, absolut wahr. Und ich musste irgendwann darauf schauen. Aber für die Leute, die zuhören, wenn ihr auch nur den Verdacht habt, wenn ein Teil von euch, denn ich gehe auch heute manchmal in die Opferrolle, wir sind so darauf programmiert, das zu tun. Richtig? Ich habe immer noch Momente, in denen ich denke, ich kann nicht glauben, dass das passiert. Richtig. Ich denke, das tun wir alle. Wenn also ein Teil von dir die Idee ablehnt, dass du vielleicht im Opfermodus bist, ist das dein erster Hinweis, dass du es wahrscheinlich bist. Denn jemand, der weiß, das ist eine menschliche Tendenz, hat keine Angst, sich dem zu stellen. Richtig? Also,
Wenn da etwas in dir ist und du hörst gerade zu und denkst, nein, das bin ich überhaupt nicht, das würde ich nie tun, richtig, dann solltest du wahrscheinlich definitiv tiefer darauf eingehen. Und hier ist die Sache. Hier ist das wirklich Coole, dass ich allen sagen möchte, was du gerade gesagt hast, Alex, nämlich, dass du Menschen gesehen hast, denen schreckliche, schlimme Dinge im Leben passieren und Menschen, denen erstaunliche Dinge im Leben passieren. Wenn du lernst, der göttliche Schöpfer deines Lebens zu werden, was ich den Menschen beibringe, wie man der göttliche Schöpfer seines Lebens wird, wie man das göttliche Bewusstsein in und durch sich jeden Tag die ganze Zeit nutzt. Du kannst mitten in einem Möglichkeit, Situation, wo wahrscheinlich, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Dinge schief gehen. Du kannst deine Schwingung und Bewusstsein nutzen, um tatsächlich das Ergebnis zu verändern. Nun, glaubst du, das ist ein Begriff, der mein Leben verändert hat, als ich ihn wirklich akzeptiert habe? Das Leben passiert für mich, nicht mir. Absolut, denn das ist es, was du sagst. Im Grunde. Selbst in den schlimmsten Szenarien, durch die du einige durchgemacht hast, und wir werden nicht tief in das Entführungsszenario eintauchen, aber ich denke mir, was? Wie viel mehr können sie dir noch zumuten? Um Himmels Willen? Wirklich, um Himmels Willen. Wenn du innehältst und denkst, wenn mir das passiert ist, gibt es einen Grund dafür. Wenn ich es negativ sehe, muss ich herausfinden, was ich lernen soll, um schnell voranzukommen und weiterzumachen. Fair. Nicht nur die Lektion, sondern auch das dahinterliegende Glaubensmuster, das einige dieser Erfahrungen antreibt. Was denke ich über das Leben? Über meine Fähigkeit, eine negative Situation zu verändern? Was denke ich über meine Fähigkeit das Auto scheint auf einen Baum zuzufahren? Was denke ich über meine Fähigkeit, es metaphorisch gesprochen vom Baum wegzulenken? Richtig. So ist es eine größere Chance, wenn das Leben passiert. Für dich, egal was es ist, dass du es nutzt. Ich sage immer, du kannst jede Erfahrung als Raketentreibstoff nutzen. Du kannst es für dein bestes Leben nutzen oder einfach eine schreckliche Zeit haben. Nun muss ich fragen, würdest du etwas ändern? Zu ihrem Punkt, glaube ich. So bedauerlich es für mich auch ist, ich brauchte das Ganze. Also hatte ich so viel Verantwortung abgegeben für mich selbst. Ich war nicht bereit, irgendetwas anzusehen. Hör zu, unterwegs bekam ich die kleinen Hinweise. Hey, Alyssa, vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Ich bekam das Buch, an den Kopf geschlagen. Hey, Alyssa, sieh dir das an. Ich habe nichts davon gehört. Vor, ups, die Flüstern, die Stupser, die Schubser, der Vorschlaghammer, bis schließlich das Auto auf mich herabstürzte. Ja, ich habe nichts verstanden. Das Universum sagt, okay, Neustart, los geht's. Sehr harte Erfahrung, alles durchzumachen. Also nicht zu empfehlen. Wenn du jetzt zuhörst und schon weißt, oh Mann, mein Leben fühlt sich an, als wäre es ein bisschen im Graben, oder ich weiß, dass es einen Bereich in meinem Leben gibt, wo ich gerufen werde. Ich werde angestupst, etwas anders zu machen, und vielleicht ist es sogar nur eine kleine Änderung in deiner Ernährung oder eine kleine Änderung in deiner Trainingsroutine, und du hast dieses Hintergrundgeräusch darum herum gespürt. Mach es. Du kannst proaktiv sein. Und was ich jetzt gelernt habe, das wusste ich damals nicht, aber jetzt weiß ich es. Mensch, es ist so schön, wenn du proaktiv bist und dieser Intuition folgst und mit ihr gehst, dann passiert Folgendes, anstatt dass das Leben dir Welle um Welle entgegenschlägt, bist du eher die Person, die die Wellen dazu bringt, sie nach vorne zu schieben, in ein schönes, leckeres, leichtes Licht. Surfen, wunderschöne Wellen. Ja, du surfst diese Wellen. Es fühlt sich völlig anders an. Sei proaktiv, hör auf Hinweise, stell dich ein, wie viele Zuhörer. Sie machen Veränderungen. Ihr seid großartig. Ihr hört Next Level Soul, also seid ihr natürlich unglaublich. Oh mein Gott. Vielleicht kennst du jemanden in deiner Familie, der etwas proaktiver sein könnte und mehr Verantwortung übernehmen sollte.
Hier ist die Sache. Mir wird klar, wir erleben eine riesige Aufwachwelle, oder? Was wir in den nächsten 2 Jahren gemeinsam durchmachen werden, wird die Leute umhauen. Ich habe neulich in einem Vorhersagevideo eine Zahl genannt, die ich zögerlich veröffentlicht habe. Aber ich glaube wirklich, dass wir wahrscheinlich im Verhältnis zu etwa 1 Milliarde Menschen in den nächsten 2 Jahren ein Erwachen erleben werden. Und was ich über ein Erwachen weiß, ist, dass es für die meisten Menschen durch einige härtere Erfahrungen ausgelöst wird, die sie dazu bringen, sich einzustimmen. So machen wir das eben. Aber was ich auch weiß, ist, was auf der anderen Seite davon liegt. Für alle, die erwacht sind, wirst du immer erwachen in diesem Leben. Du hast die beste Chance, oder? In diesem Leben. Wer auch immer deine Leute um dich herum sind, dies ist ihre beste Gelegenheit, aufzuwachen. Genau jetzt. Uns wird so viel Gelegenheit und Weisheit und Führung und Internet-YouTube-Videos gegeben, um uns allen zu helfen, auf die nächste Stufe zu erwachen. Alyssa, du bist eine Inspiration, meine Liebe. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist und diese Geschichte geteilt hast. Ich hoffe wirklich, dass sie den Zuhörern hilft. Bevor du gehst, möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition eines guten Lebens? Für mich bedeutet es, nett zu sein. Am Ende des Tages, wenn ich fast jedem, dem ich begegne, Freundlichkeit zeigen kann und ein bisschen so herumlaufe, dieses Gefühl ausstrahlend, wo die Leute einfach sagen, oh wow, ich fühle mich anders. Das ist für mich ein gutes Leben. In Ordnung. Wie definierst du Gott? Wie definiere ich Gott? Ist der Computer. Gott ist die Erde, auf der wir sitzen. Gott ist jedes Partikel, jede Zelle, jede Amöbe im Universum. Gott ist, Gott ist. Gott ist. Was ist der ultimative Zweck? Ich denke, das Bewusstsein zu erweitern. Und wo können die Leute mehr über dich und deine großartige Arbeit erfahren? Besuchen Sie alyssarushton.com. Nur ein S darin. Alyssa, ungewöhnliche Schreibweise. Haben Sie abschließende Worte für das Publikum? Ja. Leute, ihr habt seit 2020 unglaubliche Jahre hinter euch. Wenn ihr zuhört, seid ihr bereits auf einem gewissen Level erwacht. Ich danke euch einfach dafür, dass ihr hier seid und für euer Licht. Danke, dass ihr die Arbeit macht, eine Seele der nächsten Stufe zu sein. Da du eine Seele der nächsten Stufe bist und hier bist, denke daran, je mehr du diese Seele ausstrahlst, desto mehr hilfst du deinen Mitmenschen auf diesem Planeten, zu ihrer nächsten Seelenstufe zu erwachen. Melissa, vielen Dank, dass du gekommen bist und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das schätze ich sehr. Oh mein Gott, danke, dass ich hier sein darf. Es war eine Freude. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.